Ja, wir haben über den kleinen Bruder berichtet, ja, das Paule EQ. Und hier ist die Luxusversion, nämlich mit ein paar Extras drin, die ein bisschen mehr Geld kosten, aber dadurch sich auch am Preisschild bemerkbar machen. 3.699 €. Es ist ein Klapprad mit einem Shimano-Motor. Wir sind in St. Wendel im Saarland. Hier ist Nico Ockenfels. Grüß dich, Nico. Grüß dich, Sven. Ja, das ist das baugleiche Modell, sage ich jetzt mal, bis auf ein paar Kleinigkeiten gegenüber diesem Fahrrad. Ich erwähne es nämlich deswegen, weil wir hier ein sehr ausführliches Video bereits gedreht haben. Also es lohnt sich, beide Videos mal anzuschauen. Das hier ist das Paule EQ Edition, 20 Zoll. Und es kostet 3.000 €. Und hier haben wir das Bergamont. Ich zeige es mal gerade nochmal hier auf dem Zettel für alle Freunde des Standbilds. Das Paule EQ Expert 20 Zoll. Und wo ist denn jetzt der Unterschied? Bis auf die Farbe, nehme ich an. Ja, Farbe zum einen. Ansonsten die Grundbasis, sprich Rahmen, ist absolut identisch. Wir haben hier aber zum einen die 5-Gang Shimano-Narbe mit drin, die jetzt komplett neu im Markt ist. Jetzt sagt man, okay, da sind ja schon 7 Gänge, warum sind jetzt nur hier 5? Die Bandbreite ist einfach ein bisschen eine andere. Die 5-Gang-Narbe ist wirklich durchaus für die Motoren oder für die E-Bikes halt auch konzipiert, weil wir gerade auch bei einer klassischen 7- oder 8-Gang-Narbe immer eine Begrenzung drin haben von maximal 50 Newtonmetern. Die 5-Gang-Narbe hält schon deutlich mehr aus im Vergleich und das macht den Unterschied auch aus. Okay, das heißt, der Motor ist stärker auch vom Drehmoment? Ja, die Motoren haben halt einfach eine gewisse Kraft und bei 7- oder 8-Gang-Narben ist es einfach so max 50 Newtonmeter, das heißt, die werden dann gedrosselt, wenn ich jetzt einen 60 Newtonmeter Motor habe und das macht den Unterschied schlussendlich. So, das geht per Software, die stellen das ein? Per Software, dann sagt man, okay, da ist eine Nabenschaltung drin, automatisch muss ich das Ganze dann halt auch reduzieren in der Kraftentfaltung. Bei einer Kettenschaltung sieht das natürlich anders aus. Dann natürlich super schön der Riemenantrieb. Das heißt, hier ist kein Kleben, kein sonst was, kein Nachfetten oder ähnliches. Ist komplett wartungsarm. Ein Riemenantrieb hält im Verhältnis zur klassischen Kette auch 3-mal so lang. Und was man auch dazu sagen muss, das Abrollen oder sprich das Laufen ist halt nochmal deutlich ruhiger. No? Also du hörst hier kein Metall auf Metall und das macht natürlich halt auch nochmal einen Unterschied aus im Fahren selber. Der Motor an sich, jetzt in dem Fall der E5000, ist auch ein Motor, der sehr, sehr leise ist. Ich finde es immer auch wichtig, wenn ich so ein Rad habe, dann will ich nicht, dass das Ding so laut ist im Vergleich zu anderen Motoren. Und gerade Shimano ist da wirklich bekannt dafür, sehr leise Motoren zu machen. Auch gerade der neue EP8 im Mountainbike-Bereich ist ein sehr leiser Motor. Trotz mit 85 Newtonmeter Leistung macht das schon einen Unterschied. Kommen wir im Endeffekt zum Akku. Wie schon gesagt habe, der Motor ist der gleiche. Wir haben hier nur den 500 Wattstunden Akku schon mit drin. Hinten die 418, glaube ich, sind es. Und somit habe ich halt einfach nochmal eine größere Reichweite. Angemacht wird das System dann über den Akku. Wir hatten eben auch schon das Display gezeigt. Hier sieht man mit dem Punkt einfach das Untermenü. Hier jetzt so gesehen die Reichweite. Wir haben keine Unterstützung. Kommen jetzt hier auf 177. Ich glaube, wir hatten bei dem anderen eben 150. Beide Räder sind komplett voll geladen. 124 und 88 Kilometer. Also hier macht sich natürlich die höhere Reichweite beziehungsweise der größere Akku in dem Sinn bemerkbar, dass ich mehr Reichweite generiere. Das ist natürlich jetzt nicht in Stein gemeißelt, das passt sich immer an, wie viel Kraft fordere ich vom Motor halt auch und somit ist es immer eine Variable, wie der Spritverbrauch bei einem Fahrzeug ja schlussendlich auch ist. Ja. Wir verweisen also wirklich mal bitte auf das andere Video. Ich werde es auch bei YouTube zumindest, liebe Fernsehzuschauer, werden die nacheinander senden. Also zunächst das von dem gelben, gelb-schwarzen und dann das von dem blau-weißen. Ja, Nico, 3.699 € für ein Klapprad. Das muss man für ein Faltrad. Ja gut, ich habe jetzt Klapprad. Klapprad hört sich so minderwertig an. Es klappert. Du hattest ja damals ein Klapprad. Das hatte meine Cousine. 2 Wochen kaputt gemacht. Das hatte meine Cousine und ich hab's vererbt bekommen, als sie ein Auto bekommen hat. Und gut, ich war ja auch ein Junge, muss man sagen. Meine Cousine war ja auch eine Frau. So schnell würde das jetzt nicht kaputt gehen. Genau. Aber jetzt bist du ja ein großer Junge. Jetzt bin ich ein großer Junge. Was
glaube ich, ziemlich toll ist, was wir unbedingt zeigen müssen, ist der Faltmechanismus. Genau. Denn das ist wirklich toll. Also man kann es gar nicht anders sagen, oder? Ja, also das funktioniert auch einwandfrei. Wir fangen wieder mit den Pedalen an. Einfach hier dran ziehen und somit das ganze Pedal wieder einklappen. Es rastet automatisch dann auch ein. Man kann auch nicht die Finger einklemmen. Nee. Also klar, wenn man sich blöd anstellt. Du schon, aber dann hast du es schon komplett falsch gemacht eigentlich. Nee, passiert in der Regel eigentlich nicht. Okay. Ja, ich habe mir schon bei meinem anderen, wir haben immer Sicherungen hier mit drin, ne, was halt ganz wichtig ist, damit auch der Hebel nicht einfach mal aus Versehen aufgeht. Hier ist der Mechanismus schon offen, ich muss da jetzt nichts mehr ändern oder ähnliches. Und dann lege ich das Rad einmal um und raste hier unten. Guck mal, jetzt ist hier die Kabelabdeckung ist abgegangen. Das ist nur die Hülle. Die Hülle war nicht hier drum. Drum sitzt. Kabelbinder. Die gehört hier einfach nochmal drum rum. So, das macht ja. Nochmal fixieren, aber das ist nur eine Sache, da fehlt jetzt einfach nur ein Kabelbinder. Das ist also für den Transport, dass da nichts drankommt. Ja, genau. Das ist einfach nochmal gesichert, dass der komplette Kabelstrang zusammen ist. Der Kabelstrang selber liegt ja nochmal in einem Schutz drin, sehe ich gerade. Genau. So, das ist also richtig gut gemacht. Nee, nur, weil die Leute gucken immer genau, wenn wir sowas machen. Ja. Übergabeinspektion, ihr checkt alle Räder, macht die Sachen fertig. Das Thema, ich sag mal, Anprobieren entfällt ja bei dem Fahrzeug, denn ich habe jetzt keine Luftfeder, die ich einstellen muss, bis auf die Höhe des Sattels, eventuell noch der Neigungswinkel des Lenkers, den kann man verstellen. Das kann man einstellen, aber ansonsten kann ich die wichtigsten Sachen on the fly machen. Also wenn ich eigentlich ist es nur die Sattelhöhe. Mehr machst du nicht, weil du kannst hier in dem Bereich nichts verändern. Hier zeige ich jetzt gerade mal noch den Mechanismus. Einfach die Verriegelung öffnen. Das war's. Und runterklappen. Wenn wir das Ganze dann wieder rückgängig machen, wichtig, das haben wir jetzt eben hier gehabt. Es rastet automatisch ein. Das heißt also, der Riegel geht jetzt auch nicht mehr auf. Das ist die Sicherung dort dazu. Ich zeig's mal. Das ist die Sicherung. Das ist die Sicherung. So bleibt es zu. Aber während der Fahrt wäre blöd. Das wäre blöd. Und so geht es dann auf. Okay. Also geht selbst mit einer Hand. Ich habe es jetzt 2-3 Mal selber gemacht. Genau, wenn du mal kurz runternimmst, sei mal so lieb. Funktioniert aber einwandfrei. So 22 Kilo roundabout. 22,5. Beide Räder sind im Gewicht gleich. Trotz größerem Akku oder wie auch immer. Macht aber keinen Gewichtsunterschied aus. Wir müssen natürlich immer die Sicherungen hier öffnen. Und dann geht der Mechanismus zurück. Das muss man nachher nochmal ordentlich machen. Das war's. Das war's. Setz dich mal drauf. Der müsste ein bisschen höher. Der müsste höher, ja. Gut, Zentralständer. Also um zu sehen, wie weit ist so eine Sattelstütze. Maximum ist jetzt schlussendlich hier. Also grob. Und das wäre eine Höhe, mit der ich jetzt durchaus gut fahren kann. Genau, fahr mal bitte. Da müssen wir die Pedale rumklappen. Da rumklappen, einmal kurz. So, wir sprechen über ein zugelassenes Pedelec. Muss man auch dazu sagen, oftmals wird im Campingbereich auch gerne mal im Faltradbereich Fahrzeuge mit Gasgriff angeboten. Wenn die denn, ich sag mal, keine Zulassung haben. Also ich glaube, sowas gibt es auch mit Zulassung. Ich habe es noch nie gesehen. Aber meistens so aus China und Co. Also muss man fairerweise sagen, weil gerade im Campingbereich gehen die 700, 800.000 Räder, habe ich gesehen, Import, gibt es Importeure und so weiter. Darf man nicht mit auf die Straße fahren, selbst auf dem Campingplatz, wenn der öffentlich ist das ein Problem. Viele sind ja von der Stadt. Campingplätze geht es schon los. Das Problem ist, glaube ich, nicht das Fahren, weil dann Leute kommen werden und sagen, hey, stell dich nicht so an, haben wir doch immer gemacht. Aber wenn es dann zum Unfall kommt oder irgendwas passiert, dann ist die Schuldfrage, die wird ganz anders geklärt. Ja, ich glaube schon, das Thema Campingplatz, da herrschen ja schon strenge Regeln. Egal. Ja, da fahre ich im Skateboard. Elektroskateboard. Aber egal, da kannst du nicht, wenn Mittagsruhe ist, mit so einem Teil da rumheizen. Ne? Hier hörst du ja gar nichts. Und das macht es halt auch wirklich aus. Also das Thema Bike in dem Sinn oder hier als Faltrad ist eigentlich so gesehen die Zukunft, muss man ganz klar sagen. Bevor hier irgendwas mit Gasgriff oder Verbrenner oder ähnliches, glaube ich jetzt eher nein. Also hier ist das Thema wirklich Nummer 1. So, also wir verweisen auf das Video von diesem Fahrrad, rund 30 Minuten, da zeigen wir jede Schraube, alles. Das Einzige, was wir noch nicht gezeigt haben, eine ganz tolle Geschichte, kenne ich noch aus den 90ern, ein Drehgriff für die Schaltung.
der Drehgriff ist tot, es lebe der Drehgriff, er ist wieder da. Ja, genau. Wir haben natürlich bei der Namensschaltung jetzt in dem Sinn einen Drehgriff. Das ist eigentlich schon immer so. Es gibt natürlich auch durchaus Schalthebel, aber der Vorteil ist einfach von der Bedienung her. Du kannst immer die Hände am Lenker lassen, drehst einfach den Gang. Du hast hier ein Display auch, in welchem Gang man ist. Und das ist idiotensicher, so will ich jetzt mal sagen. Habe ich selbst noch mal Einsatz bei einem alten, ich komme nicht mehr drauf, Mountainbike. Früher waren ja Drehgriffe, die waren sogar von Sachs, kann ich mich noch daran erinnern, die Drehgriffe, also das SRAM, da hat jeder, glaube ich, Drehgriffe gehabt und irgendwann gab es keine Drehgriffe mehr, gell? Ja, das heißt komplett verschwunden einfach. Ne? Dann wurde es bei SRAM halt der Trigger, bei Shimano immer schon der Rapid-Fire-Hebel. Also das sind so Produkte, die dann einfach so ein bisschen eingeschlafen sind. Nichtsdestotrotz, bei den Namensschaltungsmodellen haben wir es durchaus immer noch. Gerade auch bei Kinderrädern finde ich, das ist ein super gutes Argument, weil einfach die Hände immer am Lenker sind, die Daumen oder generell meist noch nicht die Kraft dafür haben, für den Schalthebel zu bedienen, für den langen Weg. Und für ein Kind ist es deutlich sicherer. Nicht nur für ein Kind, auch für jeden Erwachsenen, der vielleicht sagt, oh, Fahrradfahren, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ich fühle mich ganz unsicher. Also auch sowas kommt ja vor. Genau. Was ist das da oben für ein kleiner Hebel? Was kann der? Hier kann man im Endeffekt die Lenkereinheit verändern. Das heißt also, ich kann jetzt hier den Lenker noch drehen. Das meinte ich eben. Genau. Das ist nochmal hier zusätzlich zu verändern. Wobei ich das jetzt nicht so als großen Vorteil einfach sehe im gefalteten Zustand, weil dadurch spare ich jetzt nicht so viel. Der Vorteil ist aber, wenn ich das jetzt mit verschiedenen Menschen benutze, der eine ist größer, der andere ist kleiner, dann kann man hier den Winkel nochmal anpassen, wie die Hand aufliegt. Ja, das ist dann möglich. In dem Sinn, ja, natürlich verändert sich der Bremshebel in der Position auch, aber in der Regel bleibt es eigentlich gleich. Wir reden ja wirklich von einem Rad für Kurzstrecken. Klar kann ich da auch mal 50, 60 oder wie wir sehen hier 100 Kilometer mitmachen. Es ist aber ein Rad, was einfach eine große Bandbreite hat, kompakt. Ich will es irgendwo transportieren. Im gefalteten Zustand, habe aber nicht so viel Platz, ob es der Außendienst da ist und hat ihn im Kombi drin, ob es jetzt der Wohnmobilfahrer ist, der in Campingurlaub fährt für 4 Wochen. Also die Möglichkeiten sind extrem groß. Sehr schön. Also 3.699 €. Wenn Sie diesen Schock erstmal überwunden haben, werden Sie sich wahrscheinlich um die technischen Details kümmern, denn man darf hier keine Äpfel mit Birnen vergleichen. Hier ist Hightech eingebaut von der Bremsanlage. Da ist eine hydraulische Bremsanlage drin, ich nehme an, auch von Shimano. Ja, auch von Shimano. Auch von Shimano eingebaut. Und es fährt sich sehr, sehr sicher. Also es ist auch das, was du mir am Anfang gesagt hast. Genau. Wenn man unterwegs ist, auch mal Abfahrten, die schneller sind. Man fühlt sich vollkommen sicher, also fast wie auf einem großen Fahrrad. Ja, das ist wieder das, was wir bei den früheren Tiefeinstiegrädern haben oder wie du sagst, bei einem Klapprad. Es ist so ein bisschen klapprig vom Fahrverhalten her. Hier ist es absolut steif. Also trotz, dass wir ja ein Gelenk haben, was kein Vollmaterial in dem Sinn ist, haben wir ein Rad, was wirklich sehr präzise ist, auch bei kurvigen Passagen. Ja? Und das ist einfach wichtig und das macht das dann halt auch nochmal aus, was die Entwicklung angeht, gerade im Zuge jetzt bei Bergamont. Genau, wenn du mal so lieb bist, nochmal ganz kurz aufklappst, nur so andeutest, dann schauen wir uns nochmal dieses an von der Seite. Hier sieht man es jetzt ein bisschen besser, weil es nicht gegen das Licht ist. So, das ist der Mechanismus. Hier sieht man auch schon, mit wie viel Liebe das gemacht ist und darauf kommt es ja auch an. Ja, vielen Dank. Nico Ockenfels, du bist von der Firma WeCycle. Zeig nochmal bitte. Ihr habt ungefähr, wie viele Leute arbeiten bei euch? Wir sind jetzt knapp bei 30. Echt? Als wir angefangen haben, waren es 20. Ja. Gut. Sehr schön. Machst das Ganze im Versand über 10 Jahre, 2 Präsenzgeschäfte, 1 in St. Wendel. Da sind wir gerade hier. Die meisten St. Wendler werden es kennen anhand dieser Tankstelle hier. Das ist die Nottankstelle, wenn ich mal an der was ist das hier? B51? 51, ja. B51 mal tanken muss in St. Wendel, dann fahre ich hier hin. Oder nach der Disco. Oder nach der Disco. So, aber da gibt es noch McDonald's. Das ist so. Und du bist in Riegelsberg, Nähe Kaufland, also ja. Ortsausgang Richtung Heusweiler. Das liegt bei Saarbrücken. Du hast einen Versandhandel und nicht nur erst seit diesen Zeiten, sondern du machst das ganze Versand schon länger wie dein Ladengeschäft. Das kommt dir sehr entgegen. Man kann diese Fahrräder nämlich online bei dir bestellen. Genau. Also wir bieten alle unsere Produkte, was die Hardware, sprich Fahrräder, E-Bikes angeht,
komplett in unserem Webshop halt auch an mit Produktbeschreibungen etc., alle möglichen Informationen. Das Paule ist jetzt natürlich komplett neu im Markt. Bergamont bewirbt es gerade auch selber aktuell sehr, sehr stark, um es im Markt zu etablieren. Das ist für uns halt auch wichtig, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Man kennt ja Falträder der Marke Falter oder ähnlich, die das schon zig Jahre machen. Und Bergamont muss natürlich schon auch hier ein bisschen Werbung machen, damit das Produkt bekannt wird. Also das, was ich jetzt mal sagen kann, und ich habe es jetzt erst live ausprobieren können, wie es hier war, weil alles, was ich jetzt auf Messen oder sonstiges gesehen habe, war eigentlich nur so ein Rohzustand, entweder aus dem Drucker oder ähnliches. Und das überzeugt mich eigentlich komplett, was die Qualität und die Güte des Rades halt auch angeht. Ach so, das waren im Prinzip so Testprototypen, die dann bauen. Ja, also wir konnten es auch noch nicht fahren. Wir konnten es nicht fahren, wie wir es bestellt hatten. Es war einfach vom Zeitpunkt her gar nicht anders machbar. Und deswegen war es jetzt einerseits ein bisschen ein Risiko, aber mir war auch klar, Bergamont bringt ja jetzt kein Müllprodukt auf den Markt oder einfach mal schnell was, weil wir haben es schon länger gefordert als Händler, dass auch Bergamont bitte sowas macht und sind jetzt froh, dass es in diesem Jahr auch fertig geworden ist, damit wir es jetzt auch anbieten können. Und die erste Lieferung kam jetzt halt auch erst im Januar. So, die Lichtanlage ist übrigens auch anders, das hat man ganz am Anfang erwähnt. Richtig. So, das ist da. Ja, vielen Dank. Nico Ockenfels, WeCycle, auf der Webseite am besten gucken. Wenn Sie Interesse haben, am besten gleich zuschlagen. Klar, wir drehen jetzt hier einen Werbefilm, aber das ist wirklich so. Also wenn man Interesse hat, dann vielleicht nicht warten bis Mai. Das Video wird auch länger im Netz stehen, aber die Verfügbarkeit 2021 ist gering. Das Thema last but not least ist, man kann eine spezielle Versicherung abschließen, die ist sehr günstig für diesen Typ von Fahrrad. Da ist das Fahrrad gegen Vandalismus, Diebstahl, gegen sogar Verschleiß, alles versichert für ganz kleines Geld. Ich glaube 10 Euro oder sowas im Monat. Ja, du sprichst es ja schon an. Die Firma Wertgarantie ist schon seit Jahrzehnten, anfangs oder früher bei Röhrenfernseher in den 60er Jahren, versichern sie Produkte, ob Handys, Fernseher, Fahrräder, alles Mögliche. Und die Tarife haben sich jetzt zum 1.2. ein wenig verändert. Die Bandbreite ist aber zum einen größer geworden. Das heißt, wir gehen jetzt zum Teil sogar bis 10.000 Euro, wo wir vorher bei 6.000 aufgehört haben. Jetzt sagt manch einer, Mensch, so viel Geld für ein Fahrrad gibt es ja gar nicht. Ja, gibt es aber schon. Und was sich auch verändert hat, ist, die Staffeln sind etwas anders in der Positionierung. Aber es ist im Verhältnis eigentlich nicht teurer geworden, weil man wird immer davon ausgehen, es wird jetzt wieder teurer, wenn neue Tarife kommen. Ganz im Gegenteil, die Leistungen sind mehr als gut. Die Möglichkeit geht jetzt noch weiterhin dazu, auch gebrauchte Räder darüber abzusichern. Das sind natürlich nochmal andere Tarife. Aber wer sein Produkt versichern will, und wir reden hier wirklich auch nochmal um den Fall der Camper oder ähnliches, der Diebstahl. auch mal im Ausland ist oder ähnliches, wir sprechen von einer europaweiten Absicherung. Ne? Und nicht nur bei der Hausrat bei uns hier in Deutschland. Weil wenn ich dann in Italien auf dem Campingplatz bin und das Ding wird geklaut, dann bringt mir die Hausrat schlussendlich auch nichts. Es könnte sein, dass es nicht abgedeckt ist. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Könnte sein, ja. Aber das Besondere bei der Versicherung ist, liege ich ungefähr richtig bei 10, 15 Euro im Monat? Ich meine, wenn ich jetzt die Tabelle gestern richtig im Kopf habe, würde ein Rad jetzt Preislage bis 4.000 Euro, ja, kommt hin mit 10 Euro. Also 10, 12, 13 Euro in dem Dreh. Ja. Jetzt kommt es aber noch besser. Da ist, wenn was kaputt geht, die Reifen mit drin. Da ist mit drin Bremsbeläge mit drin. Ja. Da ist mit drin, jetzt geht die Schaltung kaputt. Der Akku geht kaputt. Der Akku wird mir geklaut, auch versichert. Es gibt eine Höchstgrenze im Jahr, die liegt bei, ich glaube, weit über 500 Euro, die ich dafür verwenden kann. Die ist gekippt worden. Wie viel? Sie ist jetzt offen. Ist offen? Mhm. Warte mal, ich zeig dich mal. Es gibt keine Höchstgrenze mehr. Nein, das, was ich jetzt von meinen Jungs aus den Schulungen weiß, ist die Höchstgrenze gekippt worden. Die haben einen Knall. Das heißt, ich stürze damit, es geht was kaputt, ist versichert. Ja. Gibt eine Selbstbeteiligung? Nein, du hast im Prinzip den vollen Anspruch. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit einem Akku. Wenn er nach 2 Monaten kaputt geht, greift natürlich noch die normale Gewährleistung des Herstellers. Die zählt zuerst? Die zählt zuerst, ja. Aber alles andere, ich habe eine Panne, der Schlauch ist defekt, das übernimmt die Wertgarantie. Und das Gleiche gilt ja nicht nur für defekte Teile, das gilt ja auch für Teile, die verschlissen sind. Nehmen wir mal den Bremsbelag oder ähnliches. Und wenn das über uns auch gemacht wird, ist der direkte Draht mit der Versicherung viel schneller. Das heißt, wir können sofort das Ganze regulieren. Der braucht kein Geld. Genau, der Kunde gibt es ab, sagt, okay, das und das ist zu machen, das ist defekt.
und wir regeln den kompletten Rest. Also was nicht inkludiert ist, ich hoffe, das wurde jetzt auch nicht geändert, ist die Inspektion, die Inspektionskosten, aber das Material ist mit drin. Also allein deswegen müsste man es machen. Jetzt klingt das so ein bisschen wie der Schuhverkäufer, der einem auch unbedingt noch die Schuhcreme verkaufen will oder das Imprägniermittel. Das kennst du, haben Sie schon ein Imprägniermittel, aber hier sollte man echt mal genau durchlesen, denn es gibt keinen Haken, oder? Nein, also jetzt mit den neuen Konditionen muss ich wirklich sagen, haben Sie noch mal was draufgeschlagen, auch, dass wir bis 10.000 Euro gehen, weil wir auch durchaus Kunden haben, die sagen, das Rad kostet 8.000, ich kann nur bis 6 versichern, dass die restlichen 2 nehme ich dann auf meine Kappe, das geht haben wir jetzt auch schon gelöst. Das kriegen wir jetzt halt auch gedeckt, da war ich wirklich froh drüber. Und wie du schon sagst, ja, es ist ähnlich wie im Schuhgeschäft, so nach dem Motto, kaufen Sie noch die Schuhcreme, damit der Schuh auch noch lange hält. Ich sehe es so ein bisschen mehr als Informationsstrang, damit auch die Leute wissen oder nicht nachher zu uns sagen, wenn sie das mal gesagt hätten, dann hätten wir sowas ja auch gemacht. Das erleben wir halt sehr, sehr häufig und mir geht es darum, darüber zu informieren und nicht jetzt noch auf jeden Fall so eine Versicherung dazu zu verkaufen. Das ist nicht meine Philosophie, das will ich auch nicht, aber ich sage gleich, wenn man nichts dazu hat und mit dem Gedanken spielt, ist das eine Lösung. Also ich kenne keine günstigere Möglichkeit, ob Hausrat oder ähnliches. Mag sein, dass der Markt verändert sich ja natürlich auch. Es kommen mehr Wettbewerber. Wir sehen viele andere Versicherungen aus dem Automobilbereich, die uns anschreiben, wir machen jetzt auch Fahrrad, weil die ganz klar natürlich halt auch sehen, wie viele E-Bikes jetzt auf dem Markt unterwegs sind oder generell an Fahrrädern. Und da, wo ein Markt entsteht, entsteht natürlich auch immer mehr der Wettbewerb. Also ich habe gehört, auch gerade in Berlin Fahrräder werden nicht gestohlen, sondern die werden ordnungsgemäß nach Benutzung dann an den Eigentümer übergeben, landen auch nicht im Ausland. Ja. So, vielen, vielen Dank, Nico Ockenfels von WeCycle. Da zeige ich es nochmal, klingt so ähnlich wie ein anderes Wort, aber ist nicht so. WeCycle, wir fahren Fahrrad. Richtig. Ja, einmal in Riegelsberg, einmal in St. Wendel. Und ich verweise auf das Video von diesem Fahrrad hier. Und da haben wir nochmal mehr Details erklärt zu den tollen Klapprädern von Bergamont Paul, also Paul EQ Edition 20 Zoll und das gute alte, wie heißt es nochmal? Expert. So, da ist es nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Heute gedreht am 2. Februar 2021. Tschüss. Ciao.